Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Java diesmal. Ja, mich hat jemand gebeten, ein Video zu Logging zu machen und genau das wird es auch. Und zwar habe ich hier schon mal eine Main-Methode vorkreiert, logischerweise, die brauchen wir ja immer. Und ja, wir werden jetzt hier in dieser Main-Methode ein paar Sachen loggen. Und dazu braucht man natürlich zuerst einmal einen Logger. Das bedeutet, wir wollen hier in unserer Logmain-Klasse eine Logmain-Instanz erstellen in der Main-Methode. Ja, sagen wir einfach mal logmain lm gleich new logmain und gut ist. Und dann sagen wir hier lm.do something. Okay. So, das ist auch alles, was wir hier drin machen wollen. Das soll ja sonst auch alles automatisch funktionieren. Warum ich hier eine Instanz erstellt habe und das nicht alles direkt in der Logging-Datei gemacht habe, ist der folgende Grund. Ich möchte das Ganze hier drin schreiben als Klassenvariable. So, sagen wir einfach mal private und dann schreiben wir hier einfach Logger hin. Und genau das soll es ja auch sein, ein Logger. Ja, und den nennen wir einfach mal Log. Und jetzt haben wir folgendes Problem. Wir kriegen hier logischerweise den Error und wir wollen den importieren, den Logger, und den finden wir in java.util.logging. So, und hier haben wir schon mal den Logger importiert. Den Rest werden wir alles nachholen, logischerweise. So, und dann holen wir uns den Logger.getLogger. Das ist der hier. Und hier müssen wir einen String angeben. So, jetzt ist wichtig, Logger sind sortiert, also hierarchisch sortiert. Der Root-Logger, so heißt der oberste, ist der Logger, der den leeren String nimmt. Also sowas hier. Oder auch, ja, upsala. Ja, das ist der Root-Logger sozusagen. Dann gibt es einen Global-Logger, den wollen wir hier nehmen. Global Logger Name. Da gibt es eine Konstante dafür und dann gibt es immer für die Unterpakete gibt's weitere Logger. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Package habe, Package, keine Ahnung, com.morpheus.de. So, dann haben wir folgende Kategorie. Also der oberste Logger ist quasi der leere String. Ja, der gibt mir quasi nichts an. Also ich weiß, dass es hier einen Fehler gibt. Ich lösche es auch gleich wieder raus. Keine Sorge, ich möchte euch nur kurz erklären. Gut, also der leere String ist der Root-Logger. Dann haben wir Unterkategorien für den com-Logger. Also alles, was mit com anfängt. Zum Beispiel com. Keine Ahnung, eclipse.de ist dann nochmal auf derselben Ebene. Aber die com-Logger sind alle auf derselben Ebene. Und der Eclipse-Logger ist dann ein anderer wie der Morpheus-Logger hier. Und innerhalb des Morpheus-Loggers kann es ja hinten zum Beispiel auch was mit nicht de, sondern mit, keine Ahnung, fr oder com oder was weiß ich was geben. Die sind dann nochmal auf einer eigenen Ebene, die Morpheus-Logger, und dann kommt als unterste Ebene eben das hier. Also je länger ihr nach hinten geht, jeder Punkt kreiert euch sozusagen einen hierarchischen Unterbaum. Genau. So, jetzt schmeißen wir das hier wieder raus, dann kriegen wir den Fehler weg. Und jetzt haben wir hier immer noch den Fehler, wir müssen was damit tun, logischerweise. Wir wollen den Logger uns einrichten in, ja, keine Ahnung, in der Do-Something-Methode, nicht unbedingt in der... Wir könnten es doch eigentlich im Konstruktor machen. Dann sagen wir hier public logmain und kreieren uns hier im Konstruktor die ganzen Sachen für diesen Logger. So, initialisiert haben wir ihn schon. Jetzt müssen wir ihn noch so konfigurieren, wie wir das gerne hätten. Und dazu müsst ihr wissen, jeder Logger hat auch seine eigenen Händler. Und Händler bedeutet sozusagen die Ausgabe. Also die kann man, oder das ist eigentlich immer der Grund, warum man die benutzt. Man hat Console-Händlers, Console-Händler. Die schreiben, wie der Name schon sagt, einfach in die Konsole rein. Und dann gibt es sogenannte File-Händler. File-Händler, genau, auch über Logging logischerweise importiert. Macht es ja automatisch für mich. Die loggen in eine Datei rein, wie der Name schon sagt. So, wir wollen jetzt, ja, keine Ahnung, wir wollen einfach mal beide haben, würde ich sagen. Und den Root-Logger, den brauchen wir dazu, oder wir brauchen ihn eigentlich nicht, ich möchte euch zeigen, wie ihr das dann ändern könnt, falls ihr mal nicht beide haben wollt. Logger, also ist auch ein Logger, der Root-Logger sozusagen. Ich sage einfach mal hier Root dazu. Dann sagen wir hier Logger. Und dann haben wir eine getLogger-Funktion. Die habe ich euch schon gezeigt. Und hier können wir dann einfach den leeren String angeben, dann kriegen wir den Root-Logger. Und der Root-Logger, der hat jetzt zum Beispiel ein paar Händler drin. Und ihr müsst wissen, alles, was ich in
in dem com.morpheus.de Logger erstelle, wird nach oben auch weitergereicht. Das heißt, wenn mein com.morpheus.de Logger einen Händler hat, der zum Beispiel in eine Datei schreibt, aber mein Root-Logger hat auch einen Händler, der noch in eine andere Datei schreibt, dann wird es weitergereicht und in beide Dateien wird reingeschrieben. Das heißt, ihr könnt da auch differenzieren, zum Beispiel der Root-Logger, der schreibt nur auf die Konsole und der com-Logger, der schreibt dann in eine Datei rein und so weiter und so fort. So, jetzt wollen wir natürlich die Händler bekommen und das kriegen wir ganz einfach, indem wir sagen, hier Händler, genau. Ja, ich nenne es einfach mal H oder Händler ist gleich root.getHändler. GetHändlers mit S hinten. So. Und dadurch würden wir die jetzt kriegen. Wir wollen, oder da ist jetzt schon der Konsolenlogger drin, das ist okay. Wir wollen jetzt aber dem hier noch einen hinzufügen, deswegen brauchen wir eine andere Methode, nämlich root.addHändler. So. Und dieses addHändler, das kann man relativ leicht benutzen. Zum Beispiel sagen wir dann, wir loggen in eine Datei rein und die nennt sich txt-Datei. Upsala, jetzt habe ich irgendwie den Hover anders. txt. Und ja, txt ist jetzt ein Logger. So, den müssen wir natürlich erstmal noch erstellen. Deswegen kommt das oben drüber. Gut, diesen txt, das ist ein, wie ich schon sagte, Filehändler. Na komm, Filehändler txt. So, und den benutzen wir wie folgt. Wir kreieren jetzt erstmal einen neuen, sagen New Filehändler und hier haben wir dann ein String Pattern. Ihr könnt es auch gerne mal durchlesen hier. Hier kann auch ein Pattern angegeben werden, deswegen heißt der String auch Pattern. Und dieses Pattern, das kann mehrere Dateien treffen. Und es wird aber immer nur in eine Datei reinschreiben und Vorsicht, hier unten steht es auch, there is no limit of the amount of data that will be oder may be written. Das heißt, ihr könnt da so viel reinschreiben, wie ihr wollt und deswegen ist es relativ gefährlich. Append bedeutet übrigens, ihr könnt hier einfach hinten dranhängen, also normalerweise wird es immer hinten dran gehängt, wenn nicht, dann muss man halt hier diese Boolean-Funktion noch benutzen. Hier kann man sogar noch ein int-limit und ein int-count, also wie viele Files man schreiben möchte, kann man benutzen. Ich werde jetzt hier einfach mal das hier benutzen und sagen wir mal, wir nennen das log.txt. Das ist die Datei, wo es reinschreibt oder alle Dateien, die es reinschreiben darf, die nach diesem Pattern stimmen. Pattern, weiß ich nicht, ob ich dazu schon ein Video gemacht habe, ist einfach ein String-Pattern. Im Notfall schreibt mir unten drunter, falls ihr nicht wisst, was das ist. Oder gebt hier einfach immer den Dateinamen an. Ich denke mal, wenn man eh nur in eine Datei schreiben kann, sollte man auch wissen, in welche. So. Und, ja, jetzt kriegen wir hier einen Fehler. Denn das Ganze kann eine Fehlermeldung schmeißen, falls er die Datei nicht öffnen bzw. nicht reinschreiben darf, falls wir die Berechtigung nicht haben. Ich surrounde das jetzt einfach mal hier mit einem Try und Multicatch. Security Exception, okay, weiß ich nicht, für was die ist. Genau, jetzt müssen wir hier das Ganze noch initialisieren, sonst kriegen wir hier unten wieder einen Fehler. Das Ganze ein bisschen austricksen. So. Und jetzt können wir diese Sachen hier noch formatieren, also wie es ausgegeben werden soll. Wir müssen dazu aber immer den Händler benutzen zum Formatieren, das heißt der Konsolenhändler wird anders formatiert sein. Und deswegen kann man hier zum Beispiel sagen, also wie ich euch vorhin gezeigt habe, wir holen uns den Händler und formatieren oder schreiben dann dem rein, wie er es formatieren soll. Kann auch komplett anders aussehen. Wir werden jetzt nur diesen hier formatieren, ihr wisst, wie es dann im Prinzip geht, das funktioniert nämlich für alle Händler gleich. Und ja, also sagen wir einfach mal, wir sagen txt, txt.setFormatter und hier kommt jetzt ein Formatter rein. So, jetzt brauchen wir allerdings noch diesen Formatter und ihr könnt hier natürlich einen bestehenden Formatter holen. Es gibt diesen sogenannten New Simple Formatter, heißt er, glaube ich, irgendwie oder sowas. Wir werden jetzt einfach mal hier den Formatter benutzen und dann müssen wir eine folgende Methode überschreiben und diese nennt sich Format. Hier haben wir es auch schon, add override, und wir müssen jetzt zurückgeben, wie das Ganze dann aussehen soll, wenn wir einen Log Record benutzen. So, dieses Aussehen müssen wir eben genau dann beschreiben und da könnt ihr dann auch so Sachen reinpacken wie HTML oder sowas, dann könnt ihr auch hier die Endung in HTML umwandeln und könnt dann hier alles als HTML ausgeben, sieht dann wunderschön aus, ist aber relativ kompliziert dann und wir werden es jetzt hier ein bisschen einfacher halten. Wir sagen okay. Ja, zu den Levels sage ich euch nachher noch genauer, was das ist. Die brauchen wir auch noch. Zunächst einmal, es gibt verschiedene Level des Loggens und zwar so Sachen wie Error
Warning und Info zum Beispiel sind verschiedene Level. Und jetzt sagen wir hier einfach mal, also ich sage euch das nachher noch genauer, Record heißt Punkt Get Level, wenn das Level als Integer, dass wir es auch vergleichen können, größer gleich, sagen wir mal, Warning ist, ja, Level Punkt Warning, das ist als Konstante definiert. Wenn das größer sein sollte, dann brauchen wir allerdings auch noch den Int-Value davon, dann wollen wir, dass das Ganze fett gedruckt, nee, fett können wir nicht machen, das wäre dann HTML. Dann können wir hier sagen, okay, ja, wir schreiben hier erstmal noch ein String red gleich leer und wir geben den am Ende zurück. Red return, sagen wir mal, was ist heute los? Tut mir leid, ich habe heute irgendwie gerade ein bisschen Probleme. Ja, und dann sagen wir hier red Punkt, nicht Punkt, red plus gleich. Und dann sagen wir, keine Ahnung, attention, Doppelpunkt. Und ansonsten, wobei nicht ansonsten, wir sagen einfach mal, okay, das ist alles. So, und ja, danach wird einfach mal dieser Log-Record angehängt. Also zunächst einmal das Level vom Log-Record vielleicht, sagen wir mal red plus gleich, ups. Dann sagen wir record.get level. Das ist auch ein String, das heißt, wir können das, beziehungsweise man kann es als String benutzen. Und dann könnt ihr, keine Ahnung, von mir aus hier noch ein Date reinpacken. Können wir auch machen, wenn ihr wollt. Habe ich zwar schon ein paar Videos dazu gemacht, aber ein Date ist irgendwie immer sinnvoll bei einem Logger. Deswegen ganz kurz. Wir sagen hier Simple Date Format. Simple Date Format. Date. Ja, okay. Nicht Date, sondern Date Format ist gleich New Simple Date Format. Und wir geben hier drin, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, geben wir an, wie man das Ganze formatieren möchte. Wir sagen Tag, Monat als ausgeschrieben und das Jahr davon mit 4 Stellen, also 2015, nicht nur 15. Und dann sagen wir die Stunden und die Minuten. Was die Groß- und Kleinschreibung bedeutet, würde ich euch dann bitten, in dem anderen Video nachzugucken, beziehungsweise einfach kurz eine Referenz zu lesen. So, und jetzt kann man hier das Ausgabedatum richtig leicht formatieren, nämlich man sagt ganz easy, Date, D von mir aus, ist gleich New Date, hallo, genau. Und ja, hier sagen wir dann einfach mal, wir wollen die Millisekunden haben, also auf die Millisekunde genau, weil, ja, halt keine Ahnung warum. Und die speichert uns auch dieser Record, das ist das Coole dran. Dann sagen wir hier get millis, dann hat man schon genau die Zeit, wann der Logger irgendwas gemacht hat. Oder wann der Logger eben eine Nachricht speichern möchte. Und dann packen wir das einfach an dieses Return-Statement dran. Red plus gleich, also wir hängen es an den String hinten dran. Und zwar indem wir sagen df. Und dann Format und nehmen uns dieses Date, das wir gerade erstellt haben. So, und hängt es einfach ganz normal hinten dran. Und ja, dann sind wir eigentlich soweit. Ach nein, halt, das Wichtigste fehlt ja noch. Und zwar, wie wäre es mit der Nachricht? Red plus gleich die Nachricht kriegen wir über unser aktuelles ja, über unseren Formatter. Wir haben hier theoretisch von Formatter Extended, also wir kreieren hier gerade eine geheime Unterklasse, deswegen können wir auch die Funktion von Formatter benutzen und deswegen haben wir hier die Funktion Format Message und hier packen wir einfach den Record rein und schon haben wir es. So, und unser Format liefert uns das Ganze dann zurück. Gut, das heißt, wir haben unserem Logger, unserem TXT-Logger, haben wir jetzt ein Format gegeben, das zunächst einmal Attention ausgibt, wenn unser Warning-Level größer als, wenn unser Logger-Level größer als Warning oder, ja halt, also Warning oder Error ist. Und dann geben wir das Datum hinten dran aus
und dann geben wir die Message aus. So soll der Logger dann am Ende aussehen. Und hier haben wir ihn hinzugefügt, und zwar dem Root-Logger. Jetzt sollten wir ihm noch das Level setzen. Und das habe ich euch schon angedroht. Ja, das können wir eigentlich auch hier oben schon machen. Genau, jetzt sagen wir hier einfach, okay, Logger, ne, halt Root war es doch sogar. Ne, Log. Oder wir nehmen einfach wieder den Root. Root.setLevel. Und ja, jetzt haben wir hier diese Levels. Was sind diese Levels? Logger, wie gesagt, können mehrere Level haben. Also zum Beispiel, die findet man und Level. Punkt. So, und hier sind sie als Konstanten drin. Wir haben zunächst einmal ja, ganz komische Dinger hier. Fine, also das sind tatsächlich alles Level. Fine ist so alles okay. Finer ist das nochmal tiefer. Es ist alles sehr okay. Finest, das ist alles super okay. Dann haben wir Config, das sind irgendwelche Debug-Sachen normalerweise. Dann haben wir Info, das ist ein bisschen höher, dass gerade tatsächlich was passiert ist. So, und dann haben wir die wichtigen. Logging.off würde den Logger einfach komplett aussetzen. Und Warning und Severe sind die höchsten. Warning ist irgendwas nicht so koscher, man sollte vorsichtig sein und es kann jetzt passieren, dass es demnächst abstürzt. Und Severe ist dann tatsächlich sowas wie, okay, das Programm ist jetzt abgestürzt und dann kommt eine Fehlermeldung, warum es abgestürzt ist. Das benutzt man eigentlich wirklich nur in dringenden Fällen. Also ich würde hier einfach mal sagen, wir setzen mal den Logging-Level auf All. Dann steht auch dabei, All indicates that all messages should be logged. Ja, gut. Das ist einfach, alles wird geloggt und das wollen wir ja auch irgendwie gerade. So, das ist jetzt natürlich für die Praxis nicht unbedingt geeignet, wenn wir hier immer alles loggen. Normalerweise sollte der Root-Händler sowieso oder der Root-Logger sowieso nicht so ja, weit gehen und alles loggen, aber es ist okay. Für diesen Fall jetzt. Gut, jetzt brauchen wir noch diese Do-Something-Methode, damit wir auch tatsächlich was loggen können. Wo habe ich die denn jetzt hingetan? Ach, da unten. Super. Okay. Ja gut, wir wollen hier drin, keine Ahnung, do something. Wir wollen jetzt hier zum Beispiel mal haben, dass was schief gegangen ist. Und deswegen sagen wir jetzt hier, okay, wie habe ich ihn genannt? Log. Wir sagen log. Punkt. Und dann kann man hier die Funktionen aufrufen, die wirklich was bringen. Also sowas wie, es ist hier jetzt gerade was schief gegangen, das heißt, wir sagen severe. Also log.severe und dann kommt hier rein Error something terrible happened. Okay, dann haben wir noch die Möglichkeit log. Keine Ahnung. Wir können hier natürlich auch nochmal das Level setzen oder sowas. Wir können hier auch das Parent nochmal aufrufen davon. Aber wir wollen jetzt vor allem gerade, keine Ahnung, noch ein Warning ausgeben. Maybe something bad happened. I'll try something different. Also ich probiere was anderes aus, weil das jetzt gerade hier nicht so gut funktioniert hat. Und dann haben wir noch die Möglichkeiten. Ich zeige es euch jetzt einfach mal nur kurz. Wir sagen hier Info. Running smooth. Und log.finest, keine Ahnung, es gibt dann natürlich auch noch fine und finer als Funktion aufrufen. I'm feeling great. Thanks. So. Und ja genau, wenn wir jetzt das hier alles so benutzen, dann werden wir Folgendes sehen. Wir haben hier zunächst einmal, ihr seht jetzt genau, wann ich das Video aufgenommen habe. Okay. Wir haben hier erstmal den 7. August 2015. Wir haben die genaue Uhrzeit. Es ist jetzt genau 18:14 Uhr und 5 Sekunden scheinbar. War es zumindest gerade, als ich drauf ging. So, und jetzt haben wir hier logMain. Das ist die Klasse hier, diese logMain-Klasse. Dann haben wir die Funktion doSomething. Das ist die hier, da wo wir tatsächlich was geschrieben haben. Und jetzt haben wir hier schwerwiegend Error something terrible happened. So, warum habe ich jetzt hier nicht dieses Datum drin? Das ist ja jetzt immerhin August 07,2015. Das ist nicht das, was wir hier eingegeben haben. Und wir haben auch dieses Attention nicht drin. Das liegt daran, dass wir diesen Formatter nur auf unseren Textformatter angewandt haben. Ich zeige euch den nachher. So, hier haben wir dann die Warnung und hier haben wir die Information Running Smooth.
Und wie wir sehen können, wurde I'm feeling great, thanks, wurde nicht gelockt, weil Finest einfach, weil ich unser Level nicht gesetzt hatte. Das heißt, wir müssen hier noch den Logger-Level setzen, log.setLevel und sagen wir mal level.all und führen es erneut aus und jetzt haben wir hier Running Smooth immer noch nicht. Okay. Also scheinbar werden die Fine, ich habe hier gerade mal kurz Fine ausprobiert, und Finest und Finer werden hier irgendwie nicht gelockt. Ja, gut. Aber ich würde die sowieso nicht benutzen, die sind irgendwie völlig für... Naja, man benutzt sie einfach nicht, also ich nehme immer nur Warning, Info und Severe, weil alles andere ist sowieso nicht wert, dass man es irgendwie ausdruckt. So, jetzt zu der Textdatei. Ich habe hier mal den Pfad von dem Projekt geöffnet. Ihr seht jetzt hier folgendes, hier ist der komplette Projektpfad, hier haben wir die Source drin und so weiter und so fort. Und ja, hier haben wir jetzt tatsächlich dieses Log, ich mache das gerade mal auf. Ach, und ich habe vergessen, hier einen Newline reinzupacken. Ja, aber hier sehen wir Attention und dann, das ist das, was wir eingegeben haben, dann kommt hier das Severe, das heißt der Logging-Status, so wie wir es hier auch wollten, ich zeige es euch gerade, der Level kommt direkt nach Attention, dann kommt das Datum, was vielleicht nicht so intelligent gewählt war, aber es ist richtig formatiert, 7. August 2015, so wie wir es hier bei uns in Deutschland gewohnt sind, 18:16 Uhr, das ist 2 Minuten später jetzt, weil das Video schon 2 Minuten länger geht, und dann Error, something terrible happened, attention, so und so weiter und so fort. Und hier wird jetzt auch, wie man sehen kann, weil wir hier oben den Logger formatiert haben, level.all, sagen wir zu dem Root, und haben das nur hier drauf angewandt. Deswegen, weil wir hier das hier nur auf den Logger angewandt haben, hier haben wir es aber tatsächlich auf den Händler angewandt. So, sagen wir hier, I'm feeling great, thanks. Okay, gut. Ja, wie gesagt, Newline wäre vielleicht noch eine sinnvolle Sache gewesen hier. Zum Beispiel am Ende sagen wir einfach mal red plus gleich \n und so sieht es gleich viel besser aus, glaube ich. Das macht der Logger hier natürlich automatisch, der hier macht es nicht. Tut es immer noch nicht. Das liegt daran, dass Windows eine kleine Extrawurst ist, was das in Dateien angeht, vor allem in Textdateien. Ihr braucht hier noch, also wenn ihr es tatsächlich unter Windows ausführt, kann ja auch sein, dass ihr Linux habt. Wenn ihr Windows habt, braucht ihr noch ein \r vorne dran, also \r\n ist das Newline. Wenn wir das jetzt ausführen, dann den Log öffnen, dann haben wir hier zweimal die Severe und Warning und dann haben wir hier Info und Fine. Vielleicht noch irgendwo ein paar Leerzeichen reinfügen, die habe ich auch noch nicht drin. Aber ich denke, jetzt habt ihr eine ganz gute Übersicht, wie diese Logger funktionieren. Gut. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen und das war jetzt ein ziemlich langes Video, aber wir hören uns wieder bei Python wahrscheinlich. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.